Es gibt einen Traum, der tief in der Seele der europäischen Mittelschicht verankert ist. Es ist kein Traum von unendlichem Reichtum oder protzigem Luxus. Es ist ein stiller, ehrlicher Traum. Der Traum von einer kleinen Zweitwohnung. Du hast gespart, du hast verzichtet, du hast Jahre, vielleicht Jahrzehnte, hart gearbeitet und dir dieses kleine Stück Stein und Mörtel erkämpft. Eine kleine Wohnung an der Küste, in den Bergen oder in einer schönen Stadt. Sie ist deine Altersvorsorge, dein Sicherheitsnetz, dein Vermächtnis an deine Kinder. Sie ist ein kleines Stück Freiheit in einer Welt, die immer enger und kontrollierter wird. Du hast dem Staat nie auf der Tasche gelegen, du hast selbst vorgesorgt. Aber was, wenn ich dir sage, dass die Bürokraten in Brüssel gerade dabei sind, diesen Traum zu zerstören? Was, wenn ich dir sage, dass dein kleines Stück Freiheit, dein hart erarbeitetes Eigentum zum Ziel eines neuen ideologischen Kreuzzugs geworden ist? Was, wenn ich dir sage, dass der Staat, der bei seiner eigenen Kernaufgabe, der Schaffung von Wohnraum, katastrophal versagt hat, jetzt kommt, um dich für sein Versagen zu bestrafen? Konkret geht es darum, die Kurzzeitvermietung von Wohnungen über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com EU-weit stark zu beschränken, zu regulieren und möglicherweise regional komplett zu unterbinden. Das Ganze soll im Rahmen eines Wohnraumplans bis Ende dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auch Maßnahmen wie ein EU-weites Register von Vermietimmobilien mit detaillierter Datenerfassung zu Vermietern, Mietern, Monatsmiete und Nebenkosten werden diskutiert. Das ist kein einzelner Angriff. Das ist Teil eines größeren Krieges gegen deine Souveränität. Ein Krieg, der an vielen Fronten geführt wird. Geopolitisch, finanziell und ideologisch. Und bevor wir tiefer in diesen speziellen Angriff auf dein Eigentum eintauchen, eine wichtige Information. Um in dieser neuen, feindseligen Umgebung zu überleben, brauchst du eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System, wie du ein zweites wirtschaftliches Standbein außerhalb der EU errichtest, lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt zurück zu dem Grund, warum dieser Plan B so dringend notwendig ist. Vorhang auf für den nächsten Akt im großen Theater des Brüsseler Wahnsinns. Ein neuer EU-Kommissar, der Däne Dan Jørgensen, wurde ernannt, um die erste bezahlbare Wohnraumstrategie der EU zu entwerfen. Und er hat seinen Feind bereits ausgemacht. Dich. Den kleinen privaten Vermieter, der es wagt, seine Wohnung an Touristen zu vermieten, über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com. Jørgensen spricht von einer sozialen Krise und einem riesigen Problem, das er nun mit europäischen Regeln lösen will. Anstatt die einzige vernünftige Lösung anzugehen, nämlich die Schaffung von mehr Wohnraum durch den Abbau von Bauvorschriften und die Förderung des Neubaus, tun sie das, was Bürokratien immer tun. Sie suchen einen Sündenbock. Und sie haben ihn in dir gefunden. Lass uns die verlogene Sprache der Politiker beiseite schieben und darüber sprechen, was das wirklich bedeutet. Das ist kein einfacher regulatorischer Eingriff. Das ist der Beginn eines Krieges gegen das Privateigentum. Willkommen im neuen Zeitalter des zentral geplanten Wohnens. Eine sowjetisch anmutende Anmaßung, bei der ein Bürokrat in Brüssel glaubt, besser zu wissen, was du mit deiner Wohnung in Lissabon, Berlin oder an der Amalfiküste zu tun hast, als du selbst. Auf Reddit und in den Foren der Vermieter kocht die Wut bereits. Ein User aus Spanien schreibt: Ich habe meine Ersparnisse in eine kleine Wohnung in Barcelona gesteckt. Die Steuern sind schon erdrückend. Jetzt will mir die EU vorschreiben, an wen ich vermieten darf. Das ist mein Eigentum, meine Rente. Sollen sie doch selbst Sozialwohnungen bauen, anstatt uns zu enteignen. Ein anderer aus Deutschland kommentiert zynisch: Erst machen sie das Bauen durch ihre Klimavorschriften unbezahlbar und dann wundern sie sich, dass es zu wenige Wohnungen gibt. Und wer ist schuld? Natürlich der kleine Mann, der Airbnb nutzt.
Das ist ein Orwellscher Albtraum. Und genau das ist es. Es geht nicht um Wohnungen. Es geht um Kontrolle. Es geht um die Errichtung der europäischen Überwachungsmaschine, die wir schon in so vielen anderen Bereichen sehen. Dieser Plan wird unweigerlich zu dem führen, was Sie immer wollen. Mehr Daten. Ein zentrales EU-Register für jede einzelne Mietwohnung. Eine Datenbank, die genau weiß, wie viel du verdienst, wer bei dir übernachtet, wie lange sie bleiben. Der gläserne Vermieter, der gläserne Bürger, komplett ausgeliefert der Willkür einer Superbehörde. Aber lass dich nicht täuschen. Die Regulierung von Airbnb ist nur der Anfang. Es ist ein Testballon, um zu sehen, wie weit sie gehen können. Wenn du die Tür zu Eingriffen in das private Vermietungsrecht auch nur einen Spalt öffnest, werden sie eintreten. Im Kleingedruckten des Artikels finden wir die wahre, radikale Agenda. Spanien plant bereits eine 100-prozentige Steuer auf Immobilienkäufe von Nicht-EU-Bürgern. Sozialistische Abgeordnete im EU-Parlament fordern sogar ein komplettes Verbot von Immobilienkäufen durch Ausländer. Die EU-Kommission erwägt, die Subventionen für staatliche Wohnungsbaugesellschaften zu erleichtern, während sie dich, den privaten Akteur, aus dem Markt drängt. Das ist die Vision. Eine Welt, in der der Staat der alleinige Herr über das Wohnen ist. Eine Welt, in der privates Eigentum nicht mehr als Recht, sondern als Problem betrachtet wird, das es zu managen und zu besteuern gilt. Und warum das alles? Weil sie versagt haben. Die Zahlen sind eine Anklageschrift gegen die europäische Politik. Zwischen 2010 und 2023 sind die Immobilienpreise in der EU um 48% und die Mieten um 22% gestiegen. In einigen Ländern ist es eine Explosion. In Estland stiegen die Mieten um über 200%, in Litauen um über 150%. Das ist das direkte Ergebnis einer Politik, die den Neubau durch immer neue Vorschriften, Steuern und grüne Ideologien praktisch unmöglich gemacht hat. Anstatt dieses selbst geschaffene Problem an der Wurzel zu packen, an der Angebotsseite, attackieren sie jetzt die Nachfrageseite und bestrafen diejenigen, die mit ihrem Eigentum flexibel auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Sie sprechen von der Finanzialisierung des Wohnens, davon, dass Wohnraum keine Ware sein dürfe. Das ist die Sprache des Sozialismus. Es ist die Sprache von Leuten, die noch nie in ihrem Leben ein Risiko eingegangen, etwas aufgebaut oder Verantwortung für ihr eigenes Vermögen übernommen haben. Für sie ist ein Eigentum nur eine Ressource, die sie nach ihren ideologischen Vorstellungen umverteilen können. Was hier passiert, ist weit mehr als nur eine neue Regel für Airbnb. Es ist ein fundamentaler Angriff auf einen der Grundpfeiler unserer Freiheit. Wenn der Staat dir vorschreiben kann, was du mit deinem rechtmäßig erworbenen Eigentum zu tun hast, dann ist der Weg in die Knechtschaft nicht mehr weit. Die Zeit, naiv zu sein, ist vorbei. Die Zeit zu glauben, dass dein kleines Stück Freiheit sicher ist vorbei. Wenn sie für deine Wohnung kommen, werden sie für alles andere auch kommen. Es ist an der Zeit aufzuwachen und sich zu wehren. Was wirst du tun? Gibst du den Traum auf? Verkneifst du dir das Investment, das dir finanzielle Unabhängigkeit bringen sollte? Nein, der kluge Stratege gibt nicht auf. Er ändert das Spielfeld. Wenn die EU erklärt, dass privates Unternehmertum im Wohnungssektor unerwünscht ist, dann sagst du, danke für die klare Ansage. Du drehst Brüssel den Rücken zu und wendest dich der Welt zu, die voller Chancen ist. Vergiss Airbnb in Europa. Das Spiel ist hier bald vorbei. Aber die Welt ist größer als die EU. Und wir haben unzählige Klienten, die genau das erkannt haben und jetzt extrem erfolgreich Kurzzeitvermietungsgeschäfte in Jurisdiktionen aufbauen, die Unternehmertum noch willkommen heißen. Denk an Dubai, der ultimative Gegenentwurf zur EU. Keine Einkommensteuer, minimale Bürokratie und ein unstillbarer Durst nach Wachstum und Luxus. Hier kaufst du ein Apartment in einem glitzernden Wolkenkratzer mit Blick auf den Burj Khalifa, übergibst es einer professionellen Verwaltungsfirma und siehst zu, wie die Einnahmen aus dem globalen Tourismus- und Business-Hotspot auf dein steuerfreies Konto fließen. Das ist keine ideologische Spielwiese, das ist eine reine Businessmaschine. Oder denk an die USA, die größte Spielwiese der Welt. Von einer Strandvilla in Florida
über eine Skihütte in Colorado bis zu einem schicken Apartment in Texas. Ja, die Steuern sind da, aber das System ist auf den Kapitalismus ausgelegt, nicht auf seine Bekämpfung. Das Eigentumsrecht ist heilig und der Markt aus inländischen und internationalen Touristen ist gigantisch und unersättlich. Oder willst du dein Business mit einem unvergleichlichen Lebensstil verbinden? Dann schau nach Costa Rica, das Land des Pura Vida. Hier investierst du nicht in ein anonymes Apartment, sondern in eine Dschungelvilla mit Meerblick. Du sprichst eine Zielgruppe an, die nicht nur eine Übernachtung, sondern ein Erlebnis sucht. Surfer, Yoga-Enthusiasten, Ökotouristen. Du baust ein Geschäft auf, das nicht nur profitabel ist, sondern auch deiner Seele gut tut, in einem Land, das unternehmerische Ausländer willkommen heißt. Das ist die Antwort auf den Brüsseler Wahnsinn. Nicht Resignation, sondern Expansion. Nicht Rückzug, sondern globale Diversifikation. Es ist die Erkenntnis, dass dein Kapital und deine unternehmerische Energie dorthin fließen sollten, wo sie respektiert und belohnt werden, nicht dorthin, wo sie als Problem gesehen und bekämpft werden. Wenn du verstanden hast, dass dein Eigentum in Europa nicht mehr sicher ist, dass die Schlinge der Überwachung und der Enteignung sich immer enger zieht, dann ist es an der Zeit, mit uns zu sprechen. Wir zeigen dir, wie du dein Vermögen schützen, deine Freiheit bewahren und eine Zukunft außerhalb dieses Systems aufbauen kannst. Wir sind keine Reiseführer. Wir sind die Architekten deiner persönlichen Souveränität. Komm zu einem unserer Seminare oder buche eine persönliche Beratung über den Link in der Beschreibung und lass uns deine Festung bauen, bevor es zu spät ist. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.